How surprised were you by what the Pope said? For those who don't know, he said, part of what he said was, a person who thinks only about building walls wherever they may be and not of building bridges is not Christian. This is not the gospel. Well, I didn't think it was a good thing for him to say, frankly, and he was talking about the border, strong on border security, and we have to have a border in this country, and we certainly don't have one right now. And as you know, we're talking about building a wall. We're going to build a wall, and Mexico is going to pay for the wall, and that's the way it is. We have a trade balance, and if you look at it, imbalance of about $58 billion with Mexico. It's really more than that because we also subsidize, et cetera, so they're going to pay for the wall. But somehow the government of Mexico spoke with the Pope. I mean, they spent a lot of time with the Pope. And by the time he left, he made a statement. I don't know if Wait, you think the government of Mexico somehow got the Pope to say this? Well, I don't think they said that way, but I think they probably talked about, isn't it terrible? Meine Damen und Herren, wir haben soeben eine erschreckende Nachricht erhalten, die die ganze Welt erschüttert hat. Mit traurigem Herzen teilen wir Ihnen mit, dass Papst Franziskus, das geliebte Oberhaupt der katholischen Kirche, gestorben ist. Papst Franziskus war nicht nur für seine geistliche Führung bekannt, sondern auch für seine starken Meinungen zu weltweiten Problemen wie Klimawandel, Armut und Ungleichheit. Er zögerte nie, sich mit Autoritätspersonen anzulegen, selbst wenn dies bedeutete, ihre Überzeugungen in Frage zu stellen. Apropos Macht, erinnern wir uns an eine besonders bemerkenswerte Episode, in der Papst Franziskus dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump eine versteckte, aber dennoch vernichtende Rüge erteilte, wie viele meinten. Während seiner Vorlesung im Vatikan vor einigen Jahren, als er den Gedanken erörterte, eher Mauern als Brücken zu bauen, sagte er berühmt, und ich zitiere eine Person, die nur daran denkt, Mauern zu bauen, wo auch immer sie sein mögen, und nicht daran, Brücken zu bauen, ist kein Christ. Das Datum dieser Äußerungen fiel mit Herrn Trumps umstrittenem Plan zusammen, Mauern zu bauen. Trumps umstrittener Plan, eine Grenzmauer zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko zu bauen, machte die Botschaft unmissverständlich. Papst Franziskus nannte in seiner Ansprache niemanden namentlich, aber seine Äußerungen lösten beträchtliche Diskussionen und Respekt dafür aus, dass er es wagte, eine spaltende Politik anzuprangern, die auf Ausgrenzung statt auf Inklusion beruht. Es war ein typischer Papst Franziskus, der mit Witz und Intelligenz eine eindringliche Botschaft vermittelte, ohne jemals seine Würde oder Anmut zu verlieren. Lassen Sie uns jetzt innehalten, um seines Andenkens zu gedenken und für die Milliarden Menschen zu beten, deren Leben er berührt hat. Gott sei seiner Seele gnädig. Said that building a wall at the Mexican border was not Christian. Trump fired back. Of the deportation program on theological grounds, the Pope demanding that countries welcome, protect, promote, and integrate those fleeing conflicts, poverty, and climate disasters. For a religious leader to question a person's faith is disgraceful. But today, it was all smiles. Francis took the remarkable step of addressing the migrant crackdown in a letter to U.S. bishops in which he appeared to take direct aim at Vice President J.D. Vance's Wir möchten von Ihnen wissen, ob Sie der Meinung sind, dass geistliche Führer wie der Papst sich zu politischen Persönlichkeiten äußern sollten. 1 für Ja oder 0 für Nein. Papst Franziskus hat sich Trumps Besessenheit mit der Mauer zu eigen gemacht. Und ich kann Ihnen sagen, dass seine Bemerkungen schärfer waren als eine Gruppe von Nonnen bei einem Bingo-Spiel mit hohen Einsätzen. Der Papst nahm kein Blatt vor den Mund, als er sich gegen das Konzept aussprach, Mauern statt Brücken zu bauen, und sandte damit eine Botschaft, die den Marmor des Vatikans durchdringen könnte. Aber hier ist die Millionen-Dollar-Frage. Haben die Kommentare des Papstes wirklich jemanden zum Nachdenken angeregt? Oder hat er einfach nur zum Chor gepredigt? Das wollen wir heute herausfinden, indem wir die heiligen Homies, die lustigen Hits und vielleicht sogar ein paar Fehltritte des jüngsten Mikrofonstreichs seiner Heiligkeit analysieren. Zunächst einmal ist Papst Franziskus noch nie vor Kontroversen zurückgeschreckt. Wenn es um Einwanderung, Klimawandel und soziale Gerechtigkeit geht, ist er immer bereit, der Macht die Wahrheit zu sagen. Und dieses Mal war sein Ziel klar. Die Kritik des Papstes an der Vorstellung von Mauern, ob tatsächlich oder symbolisch, war mehr als nur eine politische Bemerkung. Er erteilte eine moralische Lektion, die in einen Samthandschuh gehüllt war. Wie wirksam war also seine Botschaft? Für diejenigen, die bereits an progressive Ideen glauben, dürften die Äußerungen des Papstes wie eine kraftvolle Bestätigung wirken, eine Erinnerung daran, dass Mitgefühl und Integration unser Handeln leiten sollten. Aber wie sieht es mit der Gegenseite aus?
Haben Konservative, die Trumps Grenzpolitik unterstützen, innegehalten und über die Aussagen des Papstes nachgedacht? Oder haben sie rundheraus abgetan? Hier wird es schwierig. Viele Trump-Anhänger haben die Kritik des Papstes vielleicht abgetan, vor allem wenn ihre Überzeugungen stark im Nationalismus oder in Sicherheitsbedenken verwurzelt sind. Schließlich ist es schwierig, die Sichtweise eines Menschen zu ändern, wenn die Emotionen hochkochen und Identitäten untrennbar mit Politik verbunden sind. Nichtsdestotrotz hat es etwas in sich, wenn ein weltweiter geistlicher Führer sich gegen die Spaltung ausspricht. Er zwingt die Menschen dazu, sich mit schwierigen Tatsachen auseinanderzusetzen, auch wenn sie nicht sofort zustimmen. Lassen Sie uns den Humor in dieser Situation erkunden. Stellen Sie sich den Papst in makellosem weißem Gewand vor, wie er in aller Ruhe die Logik hinter einer milliardenschweren Mauer demontiert und gleichzeitig für Liebe und Verständnis wirbt. Es ist fast wahnsinnig ironisch, und genau deshalb funktioniert es. In einer Kultur, die von Schlagwörtern und Memes geprägt ist. Ist es eine reine Komödie? Einen so bescheidenen und doch so starken Mann gegen einen lauten Millionär antreten zu sehen. Natürlich wird das nicht jeder lustig finden. Einige mögen die Worte des Papstes als übertrieben empfinden, während andere sie als einen entscheidenden Aufruf zum Handeln betrachten. Ungeachtet dessen könnte sein Timing nicht besser sein. Angesichts der anhaltenden Diskussionen über Grenzen, Migration und globale Zusammenarbeit bringt der Papst ein neues Element in die Diskussion ein, das auf Empathie und nicht auf Angst basiert. Haben die Äußerungen des Papstes also etwas bewirkt? Kurzfristig wahrscheinlich nicht. Aber diese Art von Botschaften dringen mit der Zeit in das kollektive Bewusstsein ein. Selbst wenn sie die Meinung der Menschen nicht sofort ändern, so tun sie dies doch, indem sie Denkanstöße geben, die sich zu einer sinnvollen Debatte entwickeln können. Und hey, wenn sonst nichts, haben wir alle etwas zu lachen und vielleicht einen Hoffnungsschimmer, dass die Menschen auch in schwierigen Zeiten noch freundlich sein können. Bleiben Sie dran. Wenn wir uns die diplomatischen Angriffe des Papstes genauer ansehen, untersuchen Sie die Kommentare von beiden Seiten, um herauszufinden, ob auf dem Glauben basierende Appelle Spaltungen überbrücken können oder in der Schwebe bleiben, ähnlich wie ein bestimmtes Mauerprojekt. Tremendous illegal immigration in the country. Well, I'll just say Gotta the be Pope did stopped. go on to say this is not the gospel. As far as what you have said about whether I would advise to vote or not to vote, I'm not going to get involved in that. I say only that this man is not Christian. If he has said things like that, we must see if he said things in that way, and I will give him the benefit of the doubt. And he also talked about having a wall is not Christian, and he's got an awfully big wall at the Vatican. Melania scheint es vorzuziehen, woanders zu sein. Der Papst versucht, nicht mit den Augen zu rollen, bis sie ihm aus dem Kopf fallen und er sein typisches Stirnrunzeln aufsetzt. Wenn ein Reality-TV-Star, ein Model und der Papst in eine Kneipe gehen, ist das wie ein schrecklicher Scherz. Unser Mann, Francis, lässt jedoch keine Gelegenheit aus, einen himmlischen Spruch zu bringen. Er beschloss, Melania ein Kompliment zu machen und tat dies auf eine wirklich intelligente Weise. Deine Schönheit ist so strahlend, dass es selbst Michelangelo schwerfallen würde, sie in Stein zu bannen, fügte er mit Blick auf die First Lady hinzu. He knows more about trade than me. Nobody knows the system better than me. Nobody knows the banking industry better than me. Nobody knows more about environmental impact statements. Meanwhile, Pope Francis issuing a major rebuke today to the Trump administration's mass deportation of migrants. Bevor wir fortfahren, wollen wir uns die pikanten Details von Francis versus ansehen. Trump in der 47, Runde. Und glauben Sie mir, das ist heißer als das letzte Abendmahl. Wenn es Ihnen gefällt, abonnieren Sie uns bitte, um uns zu unterstützen. Vielen Dank. Und nun, liebe Freunde, beginnen wir mit dem wichtigsten Schlagabtausch des Jahrhunderts. Papst Franziskus, unser Mann mit dem schicken Hut, hat beschlossen, seine üblichen Gebete durch ein paar hochkarätige Verbrennungen zu ersetzen, die direkt an die orangefarbene Bedrohung gerichtet sind, die sich der kranken Röstfähigkeiten des Papstes bewusst ist. Stell dir vor, Franziskus denkt, dass es Zeit für die Schule ist, während er in seinem Sonntagsgewand ganz religiös erscheint. Trump erörtert die Nuancen eines anständigen Menschen. Step of addressing the migrant crackdown in a letter to U.S. bishops in which he appeared to take direct aim at Vice President J.D. Vance's defense. Still just concepts? Do you have a fully developed plan? Let me explain. Obamacare stinks. Sie fragen sich vielleicht, Moment mal, geht es beim Papst nicht um Vergebung und darum, die andere Wange hinzuhalten? Aber mal ehrlich, wer könnte besser Moral predigen als ein Mann,
der jetzt direkten Zugang zu dem großen Mann da oben hat? Selbst der Papst scheint eine Grenze zu haben, wie viel von Donnys Unsinn er ertragen kann. Franziskus scheint eines Tages aufgewacht zu sein und beschlossen zu haben, diesen Schwachkopf zu verbrennen, indem er seinen inneren John Oliver kanalisiert hat. Was hält unser heiliger Freund von Trumps ehrgeizigem Plan? Böse Menschen draußen zu halten? Er war nicht beeindruckt, um es vorsichtig auszudrücken. Franziskus verglich Trumps Mauer mit einer spirituellen Sackgasse und verteilte dabei einige verheerende Wahrheitsbomben. Er scheint zu sagen, hey, Donny, deine Mauer ist ungefähr so nützlich wie eine U-Boot-Fenstertür. Für einen Vampir muss das mehr wehtun als Weihwasser. Francis, unser Junge, hörte damit aber nicht auf. Oh nein, er hatte sich gerade erst aufgewärmt. Gott sei Dank hat er mit seinen Sprüchen über Brücken und den christlichen Glauben alle elektrisiert. Er schien zu Trump zu sagen, hör zu, Oranger Scheißhaufen. Jesus war mehr darauf bedacht, Brücken zu bauen als Barrieren. Ziehen Sie in Erwägung, eine Bibel zu lesen, mit der Sie gelegentlich gerne herumwedeln. Donald Trump's promise that he was going to start the mass deportations on day one, Pope said, if it is true, it will be a disgrace, because it makes the poor wretches who have nothing pay the bill for the imbalance. It won't do. This is not the way to solve things. Now, in terms of getting called out from the Pope, that is kind of mild, right? But I mean, we're not expecting the Pope to come out and be like, hey, screw this guy. I mean, I don't think the Pope does that. I would like to think the Pope doesn't do that. Wenn die Angst steigt, halten wir alle den Atem an. Wird Trump mit einem weiteren Tweet antworten? Wird Jesus ihm eine DM mit einer coolen Bro-Nachricht schicken? Die Spannung bringt uns um. Aber hier ist die Wendung. Es stellt sich heraus, dass der Papst Witze erzählen kann und einen moralischen Kompass hat. Wer hätte gedacht, dass der Mann, der für die Absolution von Sünden zuständig ist, so gutes Karma verteilen kann? Und es scheint, dass Papst Franziskus noch nicht damit fertig ist, die Trumps zu rösten. Während Donald über Mauern und Abschiebung twitterte, konzentrierte sich Franziskus stattdessen auf Melania. Erinnern Sie sich an die berüchtigte Jacke, die sie bei ihrem Besuch im Vatikan trug? Erinnern Sie sich an die, auf der stand, das ist mir wirklich egal? Der Papst hat einige Meinungen, und die sind heißer als Kommunionsoblaten in der Sonne. Gehen wir zurück zu jenem schicksalhaften Tag, an dem die Trumps Papst Franziskus im Vatikan trafen. Stellen Sie sich das vor. Melania kommt in einem perfekt sitzenden Anzug aus der Air Force One und trägt zum ersten Mal die berühmte Jacke. Schnitt zu Papst Franziskus, der in seinem schlichten weißen Gewand dasteht und Gelassenheit und Weisheit ausstrahlt. Während er im Stillen darüber nachdenkt, glauben Sie wirklich, dass Gleichgültigkeit die Antwort ist? Die Versammlung selbst wirkte so ungemütlich wie ein Tanzabend in der Mittelschule. Es gab Händeschütteln oder das Fehlen davon, verlegenes Grinsen und ein spürbares Gefühl von höflichem Unbehagen. Doch hinter der Oberfläche verteilte der Papst subtile Pointen, die stärker waren als jeder Spruch auf Twitter. Seine Botschaft war klar: Mitgefühl, Empathie und Verständnis sollten unser Handeln bestimmen, nicht Gleichgültigkeit oder Trennung. Nach der Begegnung nahm Papst Franziskus kein Blatt vor den Mund, als er Melanias fragwürdige Garderobenwahl kritisierte. In klassischer Papsttradition nutzte er die Gelegenheit, um den Wert der Nächstenliebe zu betonen, insbesondere gegenüber den Schwächsten. Er wiederholte wirkungsvoll die Botschaft der Jacke, ohne sie explizit zu erwähnen, und erinnerte alle daran, dass Gleichgültigkeit niemals eine Lösung ist, besonders wenn es um Themen wie Einwanderung und menschliches Leid geht. Der Papst der katholischen Kirche, der für seine Bescheidenheit und Gnade berühmt ist, wirft mit Tönen um sich, die selbst die raffiniertesten Politiker erröten lassen würden. Und nicht zu vergessen, der Papst hat eine Art, jede Interaktion in einen lehrreichen Moment zu verwandeln, ob er nun auf Mauern hinweist oder Mäntel kritisiert. Franciscus Y., wie man Menschen dazu bringt, ihre Entscheidungen und Prioritäten zu überdenken. Während Trump also weiter twittert und Melania gewagte Outfits trägt, bleibt Papst Franziskus seiner Mission treu, Liebe, Einheit und Mitgefühl zu verbreiten. Und mal ehrlich, wer würde nicht für die Person jubeln wollen, die Mike-würdige Sprüche klopfen kann und gleichzeitig das Wesen der Heiligkeit verkörpert? Bleiben Sie dran. Wenn wir mehr von den diplomatischen Verbrennungen des Papstes auspacken und untersuchen, ob diese subtilen, aber kraftvollen Signale die globale Diskussion wirklich verändern. Spoiler-Alarm. Manchmal vermitteln die leisesten Stimmen die wichtigsten Botschaften.
Melania in letzter Zeit. Melania lately. So when Trump reached out, I know that he had to be disappointed that the Pope wouldn't hold his hand either. Poor guy, he just wants to be loved. He just wants to be touched, that's all. Not only did Trump and the Pope exchange pleasantries, they exchanged gifts. At the Vatican, the leaders exchanged gifts. The Pope gave the President a collection of writings as well as... Während die Spannung steigt, halten wir alle den Atem an. Wird Trump mit einem weiteren Tweet antworten? Wird Jesus ihm eine Chill-Bro-Nachricht schicken? Die Spannung bringt uns um. Aber hier ist die Wendung. Es stellt sich heraus, dass der Papst Witze erzählen kann und einen moralischen Kompass hat. Wer hätte gedacht, dass der Mann, der für die Vergebung der Sünden zuständig ist, so ein süßes Karma austeilen kann? Und es scheint, dass Papst Franziskus noch nicht damit fertig ist, die Trumps zu rösten. Während Donald über Mauern und Abschiebung twitterte, konzentrierte sich Franziskus stattdessen auf Melania. Erinnern Sie sich an die berüchtigte Jacke, die sie bei ihrem Besuch im Vatikan trug? Erinnern Sie sich an die, auf der stand, das ist mir wirklich egal? Der Papst hat einige Meinungen, und die sind heißer als Kommunionsobladen, die in der Sonne liegen. Erinnern wir uns an jenen schicksalhaften Tag, an dem die Trumps Papst Franziskus im Vatikan trafen. Stellen Sie sich vor, wie Melania in einem perfekt sitzenden Anzug aus der Air Force One steigt und die berühmte Jacke trägt. Schnitt zu Papst Franziskus, der in seinem schlichten weißen Gewand dasteht und Gelassenheit und Weisheit ausstrahlt, während er schweigend über die Frage nachdenkt: Glauben Sie wirklich, dass Gleichgültigkeit die Antwort ist? Es gab Händeschütteln oder das Fehlen eines solchen, peinliches Grinsen und ein spürbares Gefühl von höflichem Unbehagen. Doch hinter der Oberfläche verteilte der Papst subtile Pointen, die stärker waren als jeder Spruch auf Twitter. Seine Botschaft war klar: Mitgefühl, Empathie und Verständnis sollten unser Handeln leiten, nicht Apathie oder Trennung. Nach der Begegnung nahm Papst Franziskus kein Blatt vor den Mund, als er Melanias fragwürdige Garderobenwahl kritisierte. Wie es sich für einen Papst gehört, nutzte er die Gelegenheit, um die Bedeutung der Freundlichkeit zu betonen, insbesondere gegenüber den Schwächsten. Er wiederholte wirkungsvoll die Botschaft der Jacke, ohne sie explizit zu erwähnen, und erinnerte alle daran, dass Gleichgültigkeit niemals eine Lösung ist, insbesondere wenn es um Themen wie Einwanderung und menschliches Leid geht. Der Papst der katholischen Kirche, der für seine Bescheidenheit und Gnade berühmt ist, wirft Schatten ab, die selbst die raffiniertesten Politiker erröten lassen würden. Und nicht zu vergessen, der Papst hat ein Talent dafür, jede Interaktion in einen lehrreichen Moment zu verwandeln, ob er nun auf Mauern hinweist oder Mäntel kritisiert. Franziskus versteht es, die Menschen dazu zu bringen, ihre Verhaltensweisen und Werte zu überdenken. Während Trump also weiter twittert und Melania gewagte Outfits trägt, bleibt Papst Franziskus seiner Mission treu, Liebe, Zusammengehörigkeit und Mitgefühl zu fördern. Und mal ehrlich, wer würde nicht einer Person zujubeln wollen, die einprägsame Phrasen von sich geben kann und gleichzeitig das Wesen der Heiligkeit verkörpert? Bleiben Sie dran. Wenn wir mehr von den diplomatischen Verbrennungen des Papstes auspacken und untersuchen, ob diese subtilen, aber kraftvollen Signale die globale Diskussion wirklich verändern. Spoiler-Alarm. Manchmal vermitteln die leisesten Stimmen die wichtigsten Botschaften. It was an historic day, a holy day, maybe even an a-holy day, as His Holiness met His bigliness at the Vatican today. President Trump happened to be in Italy, so he stopped by to say hello to Pope Francis, and it went well. There were no major incidents. Trump felt very at home at the Vatican. He said it reminded him of one of the bathrooms at his house. And the Pope made it clear that he would like our president to join him in promoting peace, giving aid to the poor, and protecting our environment. The Pope is very persuasive. Unfortunately, Trump is only in year 70 of his 100-year deal with the devil right now, and he's got a no-trade clause. Francis, du bewegst dich wirklich leicht und geschmeidig. Haltet eure Rosenkränze fest, Freunde, denn dieses himmlische Kompliment ist komplizierter, als es scheint. Man könnte meinen, der Papst sei einfach nur höflich. Franziskus ist mehr als nur das Oberhaupt der katholischen Kirche. Wisst ihr? Er ist auch ein Spezialist für subtile Verbrennungen. Er lobt nicht nur Melanias Aussehen, sondern kritisiert auch Trumps Besessenheit von allem, was glänzt und golden ist. Es gibt aber noch mehr. Franziskus päpstlicher Braten war noch lange nicht fertig.
Er konnte es sich nicht verkneifen, Trumps bekannte Besessenheit von Größe aufs Korn zu nehmen. Der Papst witzelte, dass Michelangelo mehr Marmor auf dem Sockel haben wollte, wenn er Statuen für genau diesen Führer anfertigen würde. Das muss schmerzhafter sein, als stundenlang auf einer harten Kirchenbank zu knien. Können Sie sich Trumps Gesichtsausdruck vorstellen? Melanias Lächeln war starrer als die Sprühbräune ihres Mannes, und seine Frisur hat sich wahrscheinlich schneller aufgelöst als seine Beliebtheitswerte. Rebuke of the current immigration crackdown happening in the U.S. In the 10-point letter, Pope Francis condemned the mass deportation of illegal immigrants in America, saying it's damaging to the human dignity of those who have left their own country due to poverty, persecution, and exploitation. The Pope also drawing parallels to other biblical stories of migration, like the Exodus from Egypt, and Jesus Christ's own experience of being expelled from his own land. He advises the bishops to lead by example and continue their work with migrants. Und jetzt kommt der Clou. Während er diese heiligen Verbrennungen verteilte, servierte Papst Franziskus eine Beilage an moralischen Lektionen, die eine ganze Versammlung ernähren könnte. Er erinnerte alle daran, dass wahre Größe nicht mit goldenen Toiletten oder vergoldeten Wänden zu tun hat. Es geht um Liebe, Freundlichkeit und Gerechtigkeit. Nimm das. Trump Tower. Nun, Leute, es scheint, als hätte Papst Franziskus gerade das Mikrofon auf Trumps Mauerbesessenheit fallen lassen. Und er tat dies mit mehr Eleganz als eine Hutkollektion der Vatikan-Kardinäle. Unser heiliger Freund Frankie hat einige große komische Talente, die heißer brennen als die Flammen des Fegefeuers. Aber hier ist die Sache. Hinter all den Sprüchen verbirgt sich eine tiefere Botschaft. Dieser Typ reißt nicht nur Mauern ein. Er ersetzt den Hass durch Optimismus, wie ein geistiger Bob der Baumeister. Und raten Sie mal, was? Die Öffentlichkeit verschlingt sie schneller als die Kommunionoblaten in der Sonntagsmesse. Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, darunter Katholiken, Nicht-Katholiken und Atheisten, hören der Botschaft von Papst Franziskus zu. Warum? Weil seine Botschaft ankommt. In einer Gesellschaft, die von Angst und Hass zerrissen ist, bietet er etwas Einzigartiges, eine Vision der Harmonie, des Mitgefühls und der gemeinsamen Menschlichkeit. Der Fokus von Papst Franziskus liegt nicht nur auf der Politik. Es geht darum, uns daran zu erinnern, wer wir sind oder sein sollten. Während Trump mit Grenzen und Geld prahlt, lehrt Franziskus, wie man Barrieren einreißt und Menschen aufwertet. Und welche Botschaft klingt wirklich besser? Ausgrenzend oder integrativ? Wenn sich der Staub der jüngsten Runde päpstlicher Weisheit gegen präsidiale Hybris legt, wird eines überdeutlich. Papst Franziskus ist nicht mehr nur ein religiöser Führer, er ist zu einem globalen Symbol des Widerstands gegen Hass, Gier und Apathie geworden. Mit jedem Wort, jeder Geste und jeder subtilen Verbrennung beweist er, dass Komik und Moral nebeneinander bestehen können und dass man Feuer manchmal am besten mit Wasser bekämpft. Oder vielleicht auch nur mit extrem brillanten Comebacks. Bleiben Sie dran, denn unser heiliger Chefkomiker ist noch nicht fertig. Wenn man der Geschichte Glauben schenken darf, wird es noch viel mehr davon geben. Woher das kam? Warum sollte man sich mit einer Kanzel, die so groß ist wie die katholische Kirche, und einer Plattform, die so stark ist wie der Vatikan, auf Mauern beschränken? Wer weiß, was als nächstes passiert? Vielleicht kümmert er sich beim nächsten Mal um Twitter-Wutanfälle oder Reality-TV-Persönlichkeiten. Bleibt dran. Leute, dieser Papst hat's drauf. Trump administration now facing backlash from religious leaders across the globe over its immigration policies. Pope Francis, in an open letter to America's Catholic bishops, saying, quote, "I exhort all the faithful of the Catholic Church not to give in to narratives that discriminate against and cause unnecessary suffering to our migrant and refugee brothers and sisters." Meantime, a federal lawsuit is calling out the administration for allowing ICE agents to make arrests in houses of worship. News Nation's Alex Capriel. Die Menschen kauen den humanen Ansatz von Papst Franziskus zur Einwanderung schneller durch, als man Amen sagen kann. Er ist wie der coole Jugendpastor beim weltweiten Kirchenpicknick, der Erfrischungen und Ratschläge verteilt, während er alle daran erinnert, dass Jesus daran geglaubt hat, seinen Nächsten zu lieben, anstatt ihn abzuschieben. Wenn also das nächste Mal jemand über den Bau von Mauern spricht, sollte er daran denken, dass der große Mann da oben eher ein Brückenliebhaber zu sein scheint. Schließlich verbinden Brücken die Menschen. Mauern dienen nur dazu, unangenehme Stille zu verstärken.
Und wenn jemand zeigen kann, wie Religion und Comedy Hand in Hand gehen können, dann dieser Mann. Wenn der Papst Politik so lustig machen kann, gibt es vielleicht noch Hoffnung für C-SPAN. Stellen Sie sich vor, Sie werden Zeuge, wie Papst Franziskus das nächste White House Correspondents' Dinner moderiert. Das wäre eine großartige Komödie. Papst Franziskus ist mit seinem bissigen Witz, seiner moralischen Klarheit und seiner Fähigkeit, der Dunkelheit mit einer Prise Gnade zu begegnen, mehr als nur das Oberhaupt der katholischen Kirche. Er definiert Führung in einer Zeit der Spaltung neu. Hoffen wir also auf mehr himmlische Predigten und weniger hitzige Diskussionen. Und vielleicht, nur vielleicht, eine Zukunft, in der die Liebe immer über die Grenzen siegt. Für einen religiösen Führer ist es eine Schande, den Glauben eines Menschen in Frage zu stellen. Aber heute hat er nur gelächelt. Verwüstung anrichten. Das sind böse Menschen. Ich weiß alles, was sie tun. Ich kenne jede ihrer Bewegungen. Ich verstehe sie. Es ist härter. Ich denke, es ist wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht für meine Familie schwieriger als für mich. Stellen Sie sich das vor. Meine Damen und Herren, und Sie alle mit einem Grad an Schattenwurf, der mit dem des Vatikans vergleichbar ist. Es ist ein friedlicher Tag in Rom. Und Papst Franziskus gibt eine Pressekonferenz, auf der er Fragen der Medien beantwortet. Plötzlich kommt jemand auf Melania Trump und die berüchtigten Abschiebungsbefehle von Donald Trump zu sprechen. Alle Anwesenden halten den Atem an, als der Papst mit einem einzigen Satz antwortet, der so raffiniert platziert ist, dass er es mit der wirkungsvollsten Beleidigung einer Diva aufnehmen könnte. Achtung! Spoiler! Melania hat sich wahrscheinlich am nächsten Schluck Wasser verschluckt. In dem Bemühen, nicht allzu dramatisch zu wirken, beginnt der Reporter mit den Worten: Also, Eure Heiligkeit. Was halten Sie von Melania Trumps Verteidigung der Politik ihres Mannes in Bezug auf die Abschiebung von Einwanderern? Der Papst hält inne, seine Miene ist ruhig. Aber es liegt ein unausgesprochenes Gewicht in ihr, das nicht kommuniziert wird. Danach lässt er die Bombe mit der Gelassenheit eines Menschen platzen, der wirklich mit Gott kommuniziert hat. Ist das nicht interessant? Das Publikum verstummt völlig. Gerade jetzt hat er. Das hat er. Ohne jeden Zweifel. In diesem einen Satz konnte Papst Franziskus alles zusammenfassen, was an der Haltung der Trump-Administration gegenüber der Einwanderung falsch ist. Es ist dasselbe. Als würde man denken, klar, lasst uns ganze Familien abschieben, während wir etwas so Grundlegendes wie den menschlichen Anstand ignorieren. Faszinierende Wahl. Kaum war es geschehen, geriet das Internet in helle Aufregung. Gehen wir in diesem Moment in der Zeit zurück. Trump kündigte weitreichende Abschiebungsmaßnahmen an, die weltweit einen Aufschrei auslösten. Melania, die schon immer das stereotype Beispiel für stoische Gleichgültigkeit war, stellte sich hinter ihren Mann und behauptete, dass diese Maßnahmen zum Schutz der Nation unerlässlich seien. QI-Rollen von praktisch allen außer Fox News-Moderatoren. Mit wenig mehr als seinem Humor und seiner lebenslangen moralischen Autorität hat Papst Franziskus seinen Auftritt auf der linken Seite der Bühne. Der Papst schrie nicht und erhob nicht einmal seine Stimme, als er nach Melanias Position gefragt wurde, nachdem sie danach gefragt wurde. Das Einzige, was er tat, war, seine Augenbraue zu wölben und zu sagen, interessant. Das Fallenlassen des Mikrofons war so makellos, dass selbst Cher dafür applaudiert hätte. Der Moment wurde auf den sozialen Medien wie ein Tsunami geteilt. In Sekundenschnelle überschwemmten Memes die Timelines. Und ich könnte nicht mehr zustimmen. Wie reagierten die Menschen auf der ganzen Welt? Twitter wurde mit viralen Threads überschwemmt, in denen die Gründe dafür aufgeschlüsselt wurden. Warum es sich um das verheerendste Comeback seit JFKs juckendem Berliner handeln könnte. Zu den Höhepunkten gehörten Bilder, die manipuliert worden waren, um Melania verwirrt zu zeigen. Nachdem ich gehört habe, dass Papst Franziskus mich als intrigant bezeichnet hat, schreibe ich diese Überschrift. Künstler haben auf Instagram Bilder gemalt, auf denen Melania Trump und Donald Trump nebeneinander stehen und Denkblasen tragen. Ich versuche, diplomatisch zu sein, heißt es auf ihrem Bild. Die Antwort von Papst Franziskus wurde von den Machern von TikTok in dramatischen Zeitlupenaufnahmen nachbearbeitet, komplett mit epischen Musikschwellen. Es gibt einen Videoausschnitt, in dem er etwas sagt, das verblüffend, aber auch ziemlich beunruhigend ist. Während das alles passierte, arbeiteten Politikexperten hart daran, den Subtext zu entschlüsseln. Der Papst schien anzudeuten, dass es Melanias Verteidigung an Substanz mangelte. Wollte er damit auf die ethischen Auswirkungen von Familientrennungen hinweisen? Glauben Sie,
dass er einfach nur sehr geschickt darin war, passive-aggressiv Bemerkungen zu machen? Spoiler-Alarm, wahrscheinlich alles 3. Melania, die von der Reaktion der ganzen Welt überrascht wurde, bemüht sich um Schadensbegrenzung. Leider hat ihr Team eine Erklärung abgegeben, in der das Engagement des Papstes für den Dialog gelobt wird, was die Situation nur noch schlimmer macht. Denn mal ganz ehrlich, wer würde schon versuchen, die Tatsache, dass er als faszinierend gilt, in ein Kompliment umzuwandeln, während all das passiert? Macht Trump natürlich auf Twitter eine Reihe von Kommentaren, die immer wütender werden. Papst Franziskus hat eine tiefe Zuneigung zu den Vereinigten Staaten. Es ist unmöglich, eine sympathischere Person als Melania zu finden. Falsche Informationen, die die Kirche verunglimpfen. Aber die Sache ist die, wenn das Oberhaupt der katholischen Kirche das Argument, das ihre Frau vorbringt, als faszinierend bezeichnet, ist das nicht gerade vertrauenserweckend. Das gilt besonders dann, wenn das Oberhaupt jahrelang für das Mitgefühl mit Migranten und Flüchtlingen plädiert hat. Letztendlich hat Papst Franziskus einmal mehr bewiesen, dass der Schlüssel zu großer Macht in der Selbstbeherrschung liegt. Mit einem einzigen Satz gelang es ihm, Melanias sorgfältig inszeniertes Image zu dekonstruieren und auf die Lächerlichkeit von Trumps Ideen aufmerksam zu machen. Das Einzige, was man braucht, ist reine intellektuelle Eleganz. Es gibt kein Geschrei. Und was Melania angeht, none. Sagen wir einfach, dass sie wahrscheinlich päpstliche Lobpreisungen auf ihre Liste der Dinge gesetzt hat, die sie vermeiden sollte. Denn es gibt Zeiten, in denen die leisesten Stimmen die stärksten Schläge austeilen. Daher möchte ich Papst Franziskus dafür danken, dass er uns daran erinnert hat, dass Gnade unter Druck so aussieht, dass man einen Schatten fallen lässt, der Mike würdig ist, ohne ins Schwitzen zu kommen. Mögen Sie weiterhin glänzen, heiliger Vater. Und denken Sie immer daran, wenn das Leben Ihnen Zitronen reicht, sollten Sie sie in Sakramente verwandeln. Was denken Sie? War dies eine direkte Warnung vor Trump? Oder eine umfassendere Botschaft über unsere heutige Welt? Schreiben Sie uns Ihre Gedanken in die Kommentare. Wir möchten von echten Menschen wie Ihnen hören. Wenn diese Geschichte Sie erschreckt oder zum Nachdenken gebracht hat, vergessen Sie nicht, auf Gefällt mir zu klicken, sie zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren. Die nächste Wahrheit könnte jeden Moment ans Licht kommen und Sie wollen dabei sein. Wenn es soweit ist,